Ich hab's getan. Nach reichlich Überlegung und stundenlanger Internetrecherche habe auch ich mich dazu durchgerungen, die Canon EOS M50 als meine erste Vlogging-Kamera zu kaufen. Und durchgerungen sage ich nicht, weil es wirklich eine schwierige Entscheidung war, sondern weil ich persönlich nicht ein großer Fan davon bin, mich für die erste Empfehlung, die mir unterkommt, zu entscheiden. Für diejenigen von euch, die neu dabei sind und für die dieses das erste meiner Videos ist, ich bin Nelly und ich bin digitale Nomadin und ich lade jede Woche neue Videos zum Thema digitales Nomadentum hoch. Also wenn ihr interessiert seid, euch Tipps und Tricks abzuholen oder einfach meinem Weg zu folgen, dann abonniert diesen Kanal, klickt den Like-Button und kommentiert fleißig, damit ich weiß, dass ihr dabei seid. Seit ich mit dem Gedanken spiele, mir meine eigene Vlogging-Kamera zu kaufen, habe ich in meinem Kopf so eine kleine Liste erstellt von Sachen, die mir an dieser Kamera wichtig sind. Und diese Punkte möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Der erste Punkt war, dass die Kamera 4K filmt. Und obwohl man nicht immer in 4K filmt, einfach weil das beim Bearbeiten der Videos viel zu lange dauert in Premiere Pro, war es für mich auf jeden Fall wichtig, diese Qualität zu haben. Das zweite Kriterium war für mich ganz klar die Größe und das Gewicht der Kamera. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich ausschließlich Handgepäck reise und da muss man wirklich Platz sparen, wo man kann. Die Canon M50 wiegt weniger als 500 Gramm und ist unglaublich handlich. Das hat also auf jeden Fall meine Entscheidung erleichtert. Ein weiteres entscheidendes Kriterium für mich war, dass meine Kamera einen externen Mikrofonausgang hat. Zwar kann man mit der M50 natürlich auch Tonaufnahmen machen, aber gerade wenn man viel draußen filmt, möchte man doch die Möglichkeit haben, ein externes Mikrofon anzuschließen, um Geräuschkulisse, sowas wie Wind oder vorbeifahrende Autos abzudämpfen. Ihr merkt vielleicht schon an dieser Aufnahme, dass ich selbst noch kein Mikrofon habe. Das ist aber auf jeden Fall in Planung. Also ich entschuldige mich dafür, wenn die Geräuschkulisse hinter mir etwas laut ist. Ich würde mich zwar nicht als besonders eitle Person bezeichnen, aber der herausklappbare Bildschirm war mir trotzdem unglaublich wichtig. Und das liegt vor allem daran, dass ich viel draußen filme und man da einfach die Lichtverhältnisse auch checken muss. Mir persönlich war auch noch wichtig, dass eine Kamera eben das tut, was eine Kamera normalerweise tut, wenn sie nicht zum Vloggen gedacht ist, und zwar gute Fotos machen. Ich bin selbst Hobbyfotograf, fotografiere unglaublich gerne und möchte da eben auch die Möglichkeit haben, Fotos zu machen, die ich nachher bearbeiten kann. Zwar ist die Canon M50 vielleicht nicht die ultimative Fotokamera, aber man kann auf jeden Fall Fotos im RAW-Format machen und die dann anschließend in Lightroom oder Photoshop bearbeiten. Last but not least war natürlich der Preis. Ich habe nach einer Vlogging-Kamera gesucht, die sich zwischen 500 und 1000 Euro bewegt. Und mit den 600 Euro, die ich jetzt ausgegeben habe für die M50, habe ich da natürlich genau ins Schwarze getroffen und bin damit super happy. Es kann sein, dass die euch bei dem einen oder anderen Händler etwas teurer unterkommt, aber ich habe sie bei Amazon bestellt und da war sie eben knapp über 600 Euro. Also das war wirklich großartig und ja, wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor dafür, dass ich mich nun für diese Kamera entschieden habe. Ob die Canon M50 nun wirklich die perfekte Kamera für mich ist, wird sich noch herausstellen. Aber mein erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal super. Wahrscheinlich werden einige von euch denken, dass ich die wichtigsten Features vergessen habe. Aber das waren eben so meine Top-Kriterien an meine erste Vlogging-Kamera. Aber jetzt würde ich sagen, nehmen wir die Kamera erstmal ins freie Feld und schauen uns mal an, was sie so kann.
Vielleicht ein kleines Lebensupdate. Greg ist gerade auf Kampagne für Costa Brava und ich habe mich dazu entschieden, nach Alicante zu fahren, um von dort ein bisschen zu arbeiten und ein paar alte Freunde zu besuchen. Also es ist unglaublich schön, hier zu sein und hier die neue Kamera auszuprobieren. Avocado, a ver, ahora está bien. Also, wir sind jetzt hier unten am Hafen und heute leistet mir Sophia Gesellschaft. Hi. Sophia spricht auch Deutsch übrigens, muss sie aber jetzt gerade nicht. Und ja, wir wollen ein bisschen die Kamera ausprobieren und mal sehen, was sie hier alles so kann. Ich habe schon Slow Motion ausprobiert und vielleicht machen wir gleich noch eine Timelapse und ja, mal sehen. Das Licht ist auf jeden Fall super schön gerade und da müssen wir natürlich die Gunst der Stunde nutzen. Sophia arbeitet hier in Alicante in einer kleinen Bar und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Jetzt bin ich schon auf dem Nachhauseweg zurück ins Airbnb und es scheint so, als ob auch bei Dunkelheit die Kamera ganz gut funktioniert. Also hier gibt es auch einen Thumbs up. Ich bin wieder in meiner Airbnb-Wohnung angekommen und nach wie vor begeistert von dieser Kamera. Natürlich lässt sich das noch nicht so ganz genau sagen, ob es nun wirklich die richtige Entscheidung war. Deshalb werde ich auf jeden Fall in ein paar Monaten wahrscheinlich nochmal ein Update von diesem Video machen. Und ja, wenn ihr noch Fragen zu dieser Kamera habt, wie sie mir gefällt oder zu besonderen Features, dann kommentiert die gerne unter dieses Video. Greg und ich sind noch 2 weitere Wochen hier in Spanien und dann geht's auf nach Madagaskar. Und ja, stay tuned auf jeden Fall, bleibt dabei, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!